4. September, Samstag. Noch ein Tag, dann ist die Messe vorbei. Und wir sind bei Krug Expedition und hier steht ein Arocs 6x6 vom Feinsten. Er ist schon verkauft, sold steht dran. Aber es ist meistens so, dass hier keine Fahrzeuge gebaut werden auf Lager, sondern das sind in meisten Fällen Kundenfahrzeuge, die der Kunde denn gerne zur Verfügung stellt, um mal zu zeigen, was man alles machen kann. Ja, du bist der? Ich bin der Vitali Knorr, bei Krug Expedition. Der ist schön, oder? Ja, ist wunderschön geworden, ja. Ja, die Farbe ist natürlich total klasse. Also man kommt auch nicht auf die Idee, dass das jetzt irgendwas mit Militär zu tun hat, sondern grau. Das ist total zeitlos. Genau. Du hast die Möglichkeit bei Mercedes-Benz, kannst du jede Farbe der Welt bestellen, oder? Ja, so ziemlich. Ne? Also alle Rallfarben auf jeden Fall, aber auch Metallic funktioniert bei Mercedes, ja. Ja, das ist der Arocs. Er ist auf Baustellen unterwegs. Wir haben schon ganz viele Baustellen gefilmt, wo der wirklich in widrigsten Umständen ja einfach mal rauskommen muss. Im Baustellenbetrieb kann er natürlich auch wirklich viel transportieren. Ihr seid sehr zufrieden mit dem Aufbaufahrzeug, oder? Ja, auf jeden Fall sind wir sehr zufrieden und wir sind technisch ein 33 Tonner, natürlich auf 26 zugelassen wegen der Straßenverkehrsordnung. Wir kommen hier mit dem Aufbau so circa auf 15, 16 Tonnen reisefertig. Das heißt, er hat noch massig Spielraum nach oben. Ja, das ist so, ja. Im Baustellenbetrieb habe ich schon mal gesehen, da fahren die auch mal gerne mit 40 Tonnen rum und so weiter. Das heißt, da spielt es nicht so die Rolle, aber der kann 33. 33 kann er, das Mindeste. Natürlich ist da noch Sicherheit mit dabei. Sicherheit mit dabei. So, das Fahrzeug, ja, da muss man wirklich sagen, das ist die Speerspitze im Moment von Mercedes-Benz. Es gibt noch andere Fahrzeuge, aber ich sag mal so, Komfort, Pkw-Feeling hier innen drin, ich sag mal auch die Geräuschemissionen, der fährt sich wie ein Pkw, so ein ganz großer SUV, oder? Ja, ein bisschen größerer SUV, natürlich wegen der 3 Achsen und dem Radstand. Ansonsten hat man hier allen möglichen Komfort von Massagesitzen, Klimaanlage, Sitzheizung etc., also was man so braucht auf Reisen. So, der hat natürlich eine Bugkamera, das ist der Spiegel hier. Ansonsten elektronische Spiegel mit dabei. Obendrauf, es fängt damit an. Ihr sagt jetzt, woher kommt ihr, Krug? Wir kommen aus Österreich. Unser Hauptsitz ist in Österreich. Die Kabinen fertigen wir in der Ukraine. Und die Fertigung findet in Österreich statt, die Endfertigung. So, das war jetzt hier die Idee. Das ist wahrscheinlich ein Kundenfahrzeug, oder? Genau, ist ein Kundenfahrzeug, ja. Der war schon entsprechend draußen im Gelände? Nein, noch nicht. Der ist frisch aus Österreich hierher gefahren. Ich bin mal gerade hier rein, ihr habt ihn ganz nah dran gestellt. Der ist mir zunächst gar nicht aufgefallen, so von der Länge. Ja, hier der Rahmen, der außen dran ist, das ist natürlich ein ganz perfekter Astabweiser, aber er hat viele Funktionen, oder? Ja, genau. Oben dient es als eine Dachterrasse. Man kann oben aufs Dach steigen und mit 2 Liegestühlen und kleinen Tisch so einen Wein genießen oder einen Kaffee trinken und die Wildnis beobachten. Der Aufbau, der hat eine große Länge, ich schätze mal so 7 Meter. Was hat er? Ja, 7,20 Meter, genau, ist der Aufbau. Plus natürlich die Schlafmöglichkeit für den Guide drin. Das heißt, wenn er mal mitkommt, kann er auch im Fahrerhaus übernachten. Genau, wir haben hinten hier eine Sitz-Liege-Kombination, insgesamt 6 Anschnallplätze im Fahrerhaus. Da ist auch noch Platz. So, ich erwähne es immer gerne, das große Chemiewerk, was mittlerweile da ist. Wie sieht es aus mit AdBlue-Abschaltung? Ja, klar. Also man kann die Fahrzeuge gut vorbereiten für die Fernreise außerhalb Europas. Da gibt es viele Möglichkeiten. Abgasrückführung, normalerweise der große Feind, ja. Die Dieselqualität, ist das jetzt ein Problem für den Arocs? Oder? Nein, also lässt sich natürlich vorbereiten. Wenn man das Fahrzeug jetzt so nimmt ab Werk und weiter weg fährt, sollte man schon vorher sag ich mal, die Fahrzeuge vorbereiten. Da gibt es Profis auf dem Markt, die machen das Unmögliche möglich. Oft ist der Schwefelgehalt einfach zu gering, das ist auch ein Problem, also wenn man da dabei ist. Und der steht natürlich auf Blattfedern, also nichts hier Luftfederung oder so. Das ist das harte Fahrzeug, ne, mit Blattfederung vorne hinten. So, der Rahmen ist jetzt original oder ist der noch ein bisschen länger für euch? Nein, der ist original, der Fahrgestellrahmen. Okay. Ist eher noch abgeschnitten. Eher noch abgeschnitten. Ja. Was ist hier zu modifizieren, wenn ihr die jetzt bekommt von Mercedes? Also an der Maschine selber? Gar nichts? Oder? Doch, zunächst wird quasi auf dem Chassis aufgeräumt, die Luftkessel werden nach innen versetzt, die Lufttrocknerpatronen und etc. Anbauteile werden, wenn möglich, nach innen versetzt.
und entsprechend auch die richtigen Tanks dran gebaut. Ne? In diesem Fall hat er 2x300 Liter rechts, links mit einer Umschaltung. Das Ganze lässt sich ja hochklappen für den Baustellenbetrieb, hätte ich fast gesagt, aber ich sag mal für Länder, wo das nicht erforderlich ist. Ja. Im Offroad-Bereich klappt man den hoch. Ansonsten ist es eine hydraulische Hebebühne, ne? Die klappt einmal oben um 90 Grad nach unten, dann kann hier ein Ersatzrad drauf und ein Motorrad, ein schweres, und dann kann sie parallel auf dem Boden runtergelassen werden. Echt? Hydraulisch? Hydraulisch. Wenn du mir die mal kurz zeigst, geht das? Ich probiere es mal. Ja, probier's mal. Er war jetzt nicht vorbereitet, der Vitali, aber das ist die Fernbedienung, wie bei einer ganz großen Diesellok. Genau, und probieren wir mal die Neigung aus. Nein, scheint. Jetzt, da hat es geklackt. Ja, oft auch im Messebetrieb ist die Sicherung draußen. Ich bitte nachher mal einen Kollegen, der soll mal schauen. Ja, genau, Vielleicht das zeitgleich. Machen wir. So, überall sind natürlich Staukästen. Die sind jetzt dicht, oder? Die sind natürlich dicht, werden hier mit Kompressionsverschlüssen, ne, das hört man auch, wie die Luft rausgeht, wenn man die schließt. In dem Staufach haben wir jetzt eine Außenküche untergebracht. Nee. Zum Falten, oder wie? Zum Ausklappen, genau. Das ist eine komplette Außenküche zum Grillen draußen. Wahnsinn. Vorsicht. Du denkst, es könnte nicht größer werden? Oder? Das ist auch Hightech. Das heißt, das muss ja genau hier reinpassen. Dann wird es auf beiden Seiten ausgeklappt. Induktionskochfeld. Induktionskochfeld. Wir haben hier noch eine Schublade. Mit Mauern. Steckt alles aus Edelstahl. Dann findet sich hier unter dem Schneidebrett noch ein Elektrogrill. Da fehlen jetzt noch die Lavasteine, kommen die Lavasteine rein, und da haben wir ein kleines Spülbecken. Das Wasser befindet sich innerhalb, frostsicher. Ach, der gute alte 8000er Quattro. Hier haben wir einen Außenduschanschluss. Da kommt der Schlauch dran mit dem Connector, und dann kann man gleichzeitig warm-kalt einstellen. So, und das ist die Verordnungsqualität. Ich zeige mal gerade so kleine Details hier unten, die da sind. Gebaut für die Ewigkeit. Außen der Wandaufbau aus GFK? Ja, aus GFK, ohne Materialmix. Außen in GFK, also 6 cm Gesamtwandaufbau. Man sieht das an diesem Kreuzgewebe. Da haben wir ein besonderes Extreme Laminat in der Außenhaut verbaut, was eine doppelte Steifigkeit und Schlagzähigkeit hat, wie jetzt ein normaler Gelcoat. Echt? Ja, das können wir nachher uns mal schauen. Wir haben da so ein Muster zum Brechen. Dann kann man schön einen Vergleich sehen, wie das funktioniert. Krass. Victron Energy. Daneben, was ist auf der rechten Seite? Was Das sieht man? ist eine Wasseraufbereitungsanlage, in diesem Fall mit einer Aqua Blue Umkehrosmose. Das heißt, ich kann mir aus jedem Tümpel, Brunnen ein reines Wasser, ein klinisch reines Wasser, destilliertes Wasser produzieren. Ja, und überall hier Schwerlastauszüge, die da sind. Für Euroboxen einfach zum Verstauen. So, das geht natürlich mit der Leiter. Die Leiter steht hier irgendwo drin. Ja, Zieht die raus. Eine Grundausstattung bei solchen Fahrzeugen ist natürlich so eine Teleskopleiter. So, damit ihr mal einen Größenvergleich habt, wenn du dich mal gerade daneben stellst, das ist nun mal die Öffnung, dass man die mal sieht. Das ist schon ordentlich von der Zuladung, denn der Kunde kann das ja selber bestimmen. Wenn er sagt, ich will noch einen Quad mitnehmen, einfach nur sagen, der könnte auch hinten drauf stehen. Genau, der Quad funktioniert hinten auch. Allerdings muss das Ersatzrad dann zu Hause bleiben. Weil beides wäre einfach zu lang für die Hebebühne. Ziemlich cool. Die Sandfläche hier mal so festgemacht. Die Ukraine. Ja. So als Fertigungsstandort, man kennt sich ja nicht so aus, ja. Die können das, oder? Habe ich das Gefühl? Man sieht das. Ne? Da gibt es noch sag ich mal, Handwerker, die das Handwerk noch besitzen. Ja gut, das sind natürlich auch die entsprechenden Stunden, die hier draufgehen. Ich schätze mal hier bei so einem Fahrzeug 6.000, 8.000. Ja, so ungefähr. Ja. Ich guck mal gerade hier rein. Da ist nochmal ein Staufach auf der Seite. Und wir werden es gleich mal sehen. Ja, ihr habt ihn ganz schön gut versteckt, muss man sagen. Das ist der Wandaufbau. Genau, das ist der Wandaufbau. Wir haben innen einen normalen Gelcoat mit 2,1 mm und außen diesen Extreme-Laminat mit 2,1 mm. Wenn man jetzt damit das einmal durchbrechen lässt. Genau, bitte mal brechen. Komplett durchbrechen. Ja.
Und jetzt versuchen, unseren Außenlaminat mal durchzubrechen. Die gleiche Stärke. Okay, das heißt, wenn da jetzt mal ein Ast kommt von der Seite, Ja. da passiert nichts. Vorteil von GFK, man kann natürlich das auch reparieren. Wenn es jetzt irgendwo zum Schaden kommen sollte, jeder Bootsbauer überall auf der Welt kann mit dem GFK arbeiten und reparieren. Aber das wird schwer hier. Das heißt, also klar, man kann natürlich durchschießen, aber Das muss man erstmal schaffen, aber so eine Brücke ist auch öfters mal niedriger als man denkt. Na, wir haben schon Kunden gehabt, die sind in eine Brücke reingerauscht und haben sich die Ecke abrasiert und das lässt sich wieder alles flicken. das lässt sich flicken. Ja, eine ganz große Airline-Schiene, die kann jetzt alles halten, ein Tarp oder sowas, ein Segel, ein kleines. Ein Sonnensegel. Die Fenster, die baut ihr selber. Genau, die bauen wir selber. Ja, die sind nahezu baugleich mit KCT-Fenstern. Schlagfest. Schlagfest, klar. So, die Bereifung, da kann der Kunde auch wählen, aber das ist eine gute Bereifung. Ja, ist eine gute Bereifung, also Standard 14.00 R20, sag ich mal die größere Bereifung. Die ist im Gelände sehr gut. Man kann auch eine Nummer kleiner gehen auf 395 8020. Die ist dann eher für die Straße und die Langstrecke ausgelegt. Ist die laut, sehr laut oder geht's? Ja, es geht. Ne, durch den gedämmten Fahrerhaus, modernes Fahrerhaus, merkt man kaum was von den Geräuschen. Und bei älteren Fahrgestellen ist natürlich was anderes. So, das Ganze ist nochmal hier ein kleines bisschen gelagert. Ja, wir haben eine Federlagerung. Ja, also vorne und hinten haben wir große Federn. Hier im Bereich der Achse kleine Federn. Das heißt, es ist vorne und hinten lose und beim Verschränken hebt sich der Hilfsrahmen vom Fahrgestellrahmen vorne und hinten diagonal ab. Eine schöne Treppe, die gab es auch nicht im Katalog, oder? Doch, die gibt es bei uns im Katalog. Auch für Selbstausbauer verkaufen wir sie gerne. Edelstahl, oder? Ja, außen Edelstahlwangen und Aluminium Dritte. Ja, kann ich ja zeigen, wie die funktioniert. Bitte, zeig mal. Jetzt elektrisch. Elektrisch. Der Vitali. Mal so eine kleine Treppe, die riesengroß ist. Das ist aber auch eine Herausforderung. Die soll ja nicht zu sehr wackeln. Genau, das können wir gleich mal ausprobieren. Die ist recht stabil. Fährt rein und dann auch wieder raus. Da ging auch ein Handlauf zum Anbauen. Nee. Irgendwo ist Schluss. Ja, wenn ich jetzt. Muss man noch rüstig sein für die Art der Reisen bei diesen Fahrzeugen. Man muss rüstig sein. So, du darfst mal draufsteigen. Ich zeig mal gerade, ob da irgendwas wackelt. Nee, da wackelt so gut wie gar nichts. Ja, ist natürlich Das Fahrzeug federt ein bisschen ein, ja. Wir haben gestern hier einen 200 Kilogramm Mann gehabt, der sich dort aufgestellt hat. Das funktioniert wunderbar. Tankvolumen, was ist hier jetzt dabei? Also wir haben jetzt 300 Liter auf der Seite und 300 auf der anderen Seite. Ja, es langt. 600. Cool. Ich zeig's mal gerade von der Seite, denn es ist so schade, dass du den nach hinten gestellt hast. Ja, denn ihr habt was ganz Besonderes. Ihr habt ein 7,5 Tonnen Fahrzeug, habt ihr ja vorne gemacht. Absoluter Leichtbau. Genau, absoluter Leichtbau. Ja, unser kleinstes Projekt, sind wir schon seit 2 Jahren dran. Preis von dem? Der liegt ungefähr ab 300.000. 300.000, das ist natürlich eine riesen Herausforderung. 7,5 Tonnen. Ja, 700 Tonnen inklusive des Chassis und Mehrwertsteuer, also Komplettpreis ca. ab 300.000 erhältlich. Was ist vorne drauf? MAN? Artego. Ein Artego. Ja. Also, ihr liebt Mercedes. Die sind leicht und haben einen schönen kleinen Vierzylindermotor. Da wird auch einen kleinen Unimog verbaut, bewährt. Schöne Geländegängigkeit mit allen Sperren. Und der da? Vom Preis? An die 700.000. 700. Also ich hätte jetzt gedacht, weit über 1 Million. Nee. Nein. 700. Also noch bezahlbar für kleines Geld. Ja. So ist das. Ja gut, wer sich da auskennt in der Qualität mit allem drum und dran, je nach Ausstattung, das werden wir gleich mal innen sehen, denn ich vermute schon, ihr habt da wirklich alles gegeben, oder innen? Natürlich, ja. Das ist unsere Serienqualität, ne, das Fahrzeug. Das ist die Serienqualität. Bambus. Bambusfurnier und eine ordentliche Tischlerplatte als Kern. Der Boden ist Vinyl. Vinylboden, ne, darunter eine Fußbodenheizung. Komm, wir gehen mal rein.
wir das Ganze mal zeigen. Auch die Aufbautür, die ist natürlich sicher. Da kann der Kunde aber wählen, was er möchte. Wenn er nur Zusatzschlosser innen, was weiß ich. Ja, also wir haben schon eine ordentliche Schließanlage hier drin, eine 3-Punkt-Verriegelung. Oben und unten fahren auch noch Stifte raus. Und besser kann man das kaum machen. Ja. Rundumkamera direkt montiert, obendrauf nochmal eine ganz große. Das ist interessant, wenn du das aufkriegst, gibt es direkt mal drehen. 180 Grad drehen. Ja. Genau. Jetzt wieder zu und nochmal drehen. Und jetzt ziehen. Kommt aus dem Schiffsbau. Dass auch, wenn da viel Gewicht drin ist und während der Pistenfahrt, das alles schön drin bleibt. Ganz viele kleine Fächer. So, ich gehe mal langsam rein. Blick jetzt mal nach links. Das Raumgefühl ist ja immer so das Allentscheidende bei einer Aufbaulänge von 7 Metern im Vergleich natürlich zu Fahrzeugen aus dem Straßensegment, die ja bei gleicher Länge dann 10 Meter oder sowas haben oder 12 Meter. Die Gesamtlänge vom Fahrzeug? Circa 10,30 Meter. 10,30 Meter. Er wirkt viel größer. Größer, ja. Natürlich kommt da der Hecklift noch dazu. Ja. Und wenn der jetzt runtergeklappt ist, dann sind wir auch irgendwo bei 11,5. Boah, das ist ein absolutes Luxussegment, oder? Ja, also wir bauen die Fahrzeuge, sag ich mal, für eine Fernreise, für eine Weltreise, ohne viel Schnickschnack, nur das Nötigste. Ah ja, ich sehe. Ja, Das Nötigste. man versucht sich immer etwas zu reduzieren, also nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu verbauen in den Fahrzeugen, auch in Technik. Genau. Naja, ein bisschen Understatement. Aber ist natürlich schon schön. Also ihr habt durchgehende Hängeschränke. Dadurch wirkt das Ganze nicht wie irgendwie ein Schrank, sondern unglaublich schmal. Der Raum, Aufbaubreite sind 2,45. Was habt ihr? 47? 2,48. 2,48. Schweizer Format. Genau. Ja, die wollen, glaube ich, 2,47 oder irgendwas, die Schweizer. Die Schweizer, nee, da gibt es ganz normale Regelungen auch mit 2,50 Meter. 2,55 Meter, ne? Über alles. So, dann eine ganz große Rundsitzgruppe. Ein Querschläfer, der natürlich, klar, von der Breite her spielt es ja gar keine Rolle. Das könnte quer oder längs sein. Das Bettmaß? Na, das Bettmaß ist hier 1,60 Meter mal 2 Meter. Ja, das ist das Maximale, was so Sinn macht. Kleine Aufbauklimaanlage. Ihr habt unglaublich viel Solar am Dach. Ich nehme an. Genau, 1500 Watt haben wir hier bei diesem Fahrzeug verbaut und 900 Ampere-Stunden bei 24 Volt Lithium-Ionen-Batterien. 900 bei 24. Bei 24, das heißt wir Okay, haben 1800. genau, knapp über 20 Kilowattstunden an Leistung, was wir speichern können. Genau, da ist ein kleiner TV-Lift, der Fernseher ist gerade noch nicht eingebaut. Geht hier ein 32 Zoll Fernseher rein. Bauzeit von dem Fahrzeug? Circa ein Jahr, also Gesamtlieferzeit. Eine Bauzeit, reine Bauzeit sind circa 6 Monate. 6 Monate. Und der Kunde darf schon mal gucken zwischendurch? Natürlich, immer gerne willkommen. Ja, ab dem ersten Schritt bis zum Schluss. Ukraine, man fliegt dorthin zu dem Flughafen? Genau, Kiew. Kiew und wir sind circa 2,5 Stunden von Kiew entfernt. Das ist die Manufaktur, die Produktion. Und die Fahrzeuge werden dort zu 90% fertiggestellt. Wir haben die ganze Produktionskette in eigener Hand, ne, von Plattenpressen. Wir laminieren selber, wir haben eigene Vakuumtische. Somit haben wir auch Möglichkeiten, die ganzen Beleuchtungen, die Steckdosen, alles schon in die Aufbauwand einzulassen. Stahlbau, Tanks, Elektro, das ganze Möbelbau, Schreinerei, ist alles intern bei uns im Unternehmen. Ja, mal wieder ein Max-Fan, er ist so leise. Das ist der Riesenvorteil, er funktioniert. Der funktioniert super, den verbauen wir sehr gerne. Immer mindestens 2 Stück im Fahrzeug, einen im Bereich der Küche, den anderen im Bad. Eine große Küche, wenn du dich mal gerade daneben stellst und mir mal verrätst, wie groß du bist. Ich bin 78 groß. Ne, also 1,78 Meter, Genau. und mal gerade mit der Hand mal über dich fährst. Das heißt, wir haben eine Stehhöhe 2,5 Meter. 2 Meter, genau Und 2 rund Meter. 2 Meter. Das schafft Raum. Also du hast ja gar keine... Gut, wenn jetzt einer kommt, ist noch größer, das kann er euch sagen. Oder Ja, ist der Schluss? Natürlich geht es. Ja. Also wir beschränken uns natürlich auf unsere Serie, die wir produzieren, aber wir fertigen so circa 2 Fahrzeuge im Jahr, reine Custom-Fahrzeuge, wo wir auf jeden Kundenwunsch eingehen können, nahezu. So, eine Spülmaschine? Was ist das? Ja. Genau, das ist eine Spülmaschine.
natürlich praktisch im Weltreisemobil. Da wird es jetzt andere geben, die sagen, naja, eine Spülmaschine, aber... Ja, macht schon Sinn. Macht Vor schon allem, Sinn. wenn man jetzt Kinder hat und möglichst viel Zeit, sage ich mal, ja, mit der Familie verbringen möchte, macht so eine Spülmaschine natürlich auch Sinn. Stark sind natürlich die Gesamtlänge von 10 Metern. Das heißt, du bist noch einigermaßen tauglich, um schon mal frei zu stehen irgendwo in Italien oder so irgendwas, wenn du dann fährst. Wenn ich so denke, es gibt ja auch viele so mit 12 Meter Länge, die haben echte Probleme. Ja, das stimmt schon, ja. Wobei die Fahrzeuge natürlich nicht für Europa gebaut sind, ja. Sondern unsere Kunden. Weltreise. Ja, auf der Seidenstraße, die fahren die Panamerikaner und nach Asien. Das sind so die Ziele, wo die Fahrzeuge wirklich Sinn machen. So, da kommen wir gleich mal zu. Wir machen mal bitte mal ein paar Schränke auf. Da ist der Kühlschrank hinter dir. Genau, wir haben hier den Kühlschrank. Ein Haushalts... Nee, Nein. ein Vitrifrigo. Ein Yacht. Aus dem Yachtbau, 24 Volt Kompressorkühlschrank mit 255 Liter Fassungsvermögen. Sehr, sehr stromsparend. Genau. Das ist auch sehr leise. Das ja, ist auch so ziemlich das Beste, was man kriegen kann. Vitrifrigo aus Italien. Genau, so ziemlich haben wir die besten Erfahrungen. Wir haben schon alles ausprobiert und sind da stehen geblieben. Der ist jetzt wo, der Kompressor? Wo sitzt Der er? Kompressor sitzt hinten Direkt dran. direkt dran. Ja. Okay. Vielen Dank. Dann hier, was ist hier? Das ist das Fach für eine Waschmaschine. Da kommt ein Waschtrockner rein, ein großer, ist noch nicht eingebaut. Aber wie gesagt, ist alles vorbereitet. Da So, die Fahrzeuge werden wahrscheinlich im Winter gar nicht unter 0 Grad kommen. Nein, Das heißt, sie werden dauerbeheizt, oder? Genau, die werden beheizt. Natürlich können die eingewintert werden, die Fahrzeuge. Da muss man ein bisschen beachten, gerade bei der Spülmaschine. Das war jetzt die Frage. Also Genau, wenn ist die das Frage. Haushaltsgeräte sind, die Ja. haben ja nicht üblicherweise so einen Ablass. Ja. Genau, also funktioniert alles außer der Spülmaschine im Prinzip. Sehr schön. Ja, daneben, weil gerade bei dem Fahrzeugaufbau muss man ja viele Dinge auch beachten. Das ist ein Kleiderhaken uns. Das sind Kleiderhaken für Kleiderbügel. Natürlich möchten wir auch schöne Kleider mitnehmen auf so einer Reise, als man ausgeht. Und da ist Wir haben jetzt auch ein Jahr unterwegs, das heißt, du brauchst verschiedene Kleider. Da kannst du jetzt nicht nur sagen, ich nehme jetzt nur die Sommersachen mit. Du weißt ja nicht, was morgen ist. genau, man muss im Prinzip die ganze Garderobe immer dabei haben und irgendwo verstauen. So, linke Seite, das haben wir schon mal gezeigt. Die Küche, was ist das für eine Oberfläche jetzt? Das ist Korean. Ne? Auf Kundenwunsch. Genau, Kunststein auf Kundenwunsch, ja. Weil ich nehme an, dass das auch von euch gefräst wird selber? Ja, machen wir auch selbst, komplett in eigener Fertigung. Induktionsherd. Victron Energy, ihr seid ziemlich happy damit? Ja, so ziemlich. Ne? Wir arbeiten in Kombination mit MG, also MG Energy. Das ist ja der Partner von Victron und von denen nehmen wir die Batterien, weil die einfach in unser Package-Konzept der Modulbauweise besser reinpassen. Wir haben einen Energieblock, der bei jedem Fahrzeug immer gleich ausschaut und das kann dann bestückt werden mit 3, 6 oder 900 Ampere-Stunden. Das ist alles dimmbar. Ja, die Frage ist, wenn jetzt sowas mal kaputt geht, ich bin am Ende der Welt, so ein 8000er Kombi, macht es Sinn, da noch einen zweiten mitzunehmen? Nur wenn man Elektriker ist und das selber tauschen kann. Also einfach ist es nicht. Ne? Ja, ist natürlich so die Verfügbarkeit. Vieles spricht natürlich auch von Mastervolt und so weiter, weil man sagt, das gibt es in jedem Hafen. aber ihr habt da kein Problem. Genauso. Victron genauso. Ja, das ist, kommt ja auch aus dem Marinebereich und dort, wo es Küste ist, gibt es Victron und auch. Das ist gar kein Problem, oder? Das ist absolut kein Problem. Ich glaube, das muss ja alles irgendwie verfügbar sein, weil es geht zwar nie kaputt, aber dann geht es irgendwie doch kaputt. Das kann ja mal passieren. Ja, wobei die großen Inverter sind relativ stabil. Wir haben jetzt keine Kundenprobleme damit. Auf Wunsch auch 2 Stück, das wäre kein Problem als Redundanz, dass man das trennt so ein bisschen. Ja, genau. Funktioniert auch. Ihr habt ja wahrscheinlich eine 230 Volt Lichtmaschine, oder, an Bord? Nein, wir haben eine 24 Volt Lichtmaschine, also eine zweite Lichtmaschine am Fahrgestell. Die liefert ca. 180 Ampere Ladeleistung direkt im Leerlauf. Das heißt, wenn Im Leerlauf? Im Leerlauf. Ja. Da wird eine zweite eingebaut und die liefert die volle Leistung im Leerlauf. So, 2 verschiedene Heizungen, die ist jetzt wirklich redundant. Der Vorteil ist von der Webasto automatische Höhenanpassungen. Bis 3.500 Meter, ne? Ja. Das ist die 5 kW Heizung und hier haben wir zusätzlich noch eine Arctic Pro 9 kW Heizung eingebaut. Die funktioniert automatisch bis 5.000 Meter. 5000. So, hier ist die Kaffeemaschine, die kleine Nespresso. Das ist so ziemlich das Einzige, was bei mir gleich ist in meinem Auto.
Aber Kaffee darf ja nicht fehlen. Auch hier ist Kundenwunsch, wenn er sagt, ich will jetzt hier eine Riesenmaschine haben, einfach nur sagen. Genau. Ja. Wie gesagt, der Platz ist ja frei. Da kann man sich jede Maschine hinstellen, die man möchte. So, da drunter so 2 kleine Schubkästen. Genau. Ich mag natürlich die Verschlüsse. Das heißt, du kannst sie auflassen, wenn du stehst. Genau. Dann kannst du einfach ziehen. Man kann sie auch so lassen einfach. Dann geht es sehr Kann sie schnell. lassen, oder ich kann sie auch so abklappen und dann habe ich sie schnell wieder, ohne die Kompression zu nutzen. Was ist hier unten drunter? Da muss ich vielleicht kurz mal ausstehen. Bitte, stehen wir auf. Also unser Konzept ist immer so aufgebaut, dass wir unter der einen Sitzgruppe ein Elektroabteil haben, wo unser Energiemodul sitzt. Auf der anderen Sitzgruppe Seite haben wir einen Wassertank und in der Mitte haben wir die ganze Wasserverteilung, den Boiler und die Pumpen. Spannend. Die Bücher fallen automatisch dahin. Das weißt du schon. Du hast es ja schon ein paar Mal aufgemacht. Was ist hier für eine Heizung drin? Wie gesagt, die Vibasto, 5 kW und 9 kW. Mit einem Tauscher, einem großen Wärmetauscher. Ja, die versorgt diese Einheit hier in der Mitte. Da ist ein Boiler mit 30 Liter verbaut und Heizkraftverteiler, also alles Haushaltstechnik, ganz normal wie zu Hause. So, das heißt, es gibt hier keine Luftzirkulation irgendwas, sondern das ist Also wie zu Hause Wärme. Ne? Genau, wie zu Hause Wärme von der Fußbodenheizung als Kernwärme, Wohlfühlwärme und ansonsten geheizt wird mit Konvektoren. Wir haben jetzt hier einen im Bett und eins im Kinderzimmer. Innen drin, ab hier ist wahrscheinlich alles holzfrei. Das heißt, also sollte es mal zum schlimmsten Fall kommen, wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Ne? Ja, passiert nicht viel. Wir haben hier auch wasserfestes Holz verbaut, da wo es hinkommt. Wasserfestes Holz, okay. So, dann dieser Tisch hier, der kommt aus dem Marinebereich. Ja, Marinebereich. Ja, wir haben hier einen X-Move, den man nach rechts und links verschieben kann. Und auch natürlich hier in die vorgesehenen Positionen ablassen kann. Als Bett. Noch ein Bett macht. So, links sind die Batterien, sagst du? Ja, links sind die Batterien. Da braucht man ja nicht andauernd ran. Aber im Falle der Fälle kommt man auch sehr gut ran. Ich liebe Klett. Ja, das geht ganz schnell und einfach. Geheimpach. Wow. Genau, das ist unser Energieblock. Der passt in unseren Serienfahrzeugen in den kleinsten Grundriss, also sprich in die kleinste Sitzgruppe und ist immer gleich aufgebaut. So, da ist ein Lüfter drin. Da sind Lüfter drin, das ist alles Temperatur überwacht und auch ein Gebläse nach draußen. Und ein Vorteil, wenn wir jetzt viele Fahrzeuge draußen in der Welt rumfahren haben, wissen wir, dass sie alle gleich gebaut sind und wo man hinlangen muss, wenn es ein Problem gibt. Das kommt auch aus dem Marinebereich, oder? Genau. Ja. Notstrom hat ihr auch? Nein, Notstromaggregat haben wir hier nicht. Wie gesagt, diese zweite Lichtmaschine im Fahrgestell. Wenn es leer das sollte, ist das dann lässt Notstrom. man ein Fahrzeug ein paar Stunden laufen und dann hat man auch ordentlich Energie wieder eingespeichert. Ja, gut, da wo man steht, ist meistens keiner. Da spielt es keine Rolle. Außerdem hört man den Motor wahrscheinlich hinten gar nicht. Genau. Das ist sehr beeindruckend, wirklich. Ich bin ganz happy mit dir. Ein ganz anderes Konzept wie die meisten anderen. Ja. Also wir legen einen großen Wert darauf auf Modulbauweise, dass dieser Wasserverteilungsblock, den wir jetzt da gesehen haben, der schaut auch bei allen Fahrzeugen gleich aus. Es gibt 2 Möglichkeiten mit 30 und 20 Liter. Hier ist ein 30 Liter Boiler verbaut und wir versuchen gewisse 30 Liter. 30 Liter Boiler. Ja. Das heißt, man hat ca. 100 Liter. Du kannst bis duschen, 110 bis der Arzt kommt. Wasser. Ja. Bis der Tank leer ist. Bis der Tank leer ist. Wie ist das denn? Okay, womit wir schon beim Thema wären, was ist hier drin an Tanks? Ca. 620 Liter. 620. Genau, Frischwasser verteilt auf 2 Tanks. So, und ich kann ja jederzeit ziehen, aus jedem Tümpel, hast du ja gesagt. Genau, aus jedem Tümpel kann man sich da frisches Wasser produzieren. Oder halt aus einer normalen Quelle, je nachdem wo man ist, sieht das Wasser zwar sauber aus, aber auch da ist die Umkehrosmoseanlage dein Freund. Natürlich, ja. Das passiert alles vor den Tanks, die Reinigung. Ne? Die Tanks werden gefüllt, haben sauberes Wasser drin und nach der Entnahme der Tanks haben wir hier noch einen zweiten Wasserhahn, wo wir direkt davor noch mit einem Aktivkohlefilter das nochmal reinigen als Trinkwasser und als Kochwasser zum Kochen. Also das Ziel ist 0
null irgendwelche Partikel drin. Genau. 0 ppm. Ja, für die Gerüche etc. das wird hier nochmal alles rausgenommen. Falls Toll. sich im Tank irgendwas keimen sollte in der Tank. Genau, wenn du mal so lieb bist, das nochmal gerade zusammenbaust, das finden die Leute total spannend, weil das wirklich schnell ging. Also du kommst überall ran, auch innen. Du brauchst nicht irgendwie unter das Auto krabbeln. Genau. So, dann hast du hier noch Spezialfächer. Die habe ich schon entdeckt. Genau, hier ist ja das TV verbaut und rechts und links ist im Prinzip noch ein kleines Staufach, wo man nicht so oft reinfahren muss. Zum Beispiel für Bettwäsche oder Kleidung, die saisonal nicht gebraucht wird. Krug-Expedition mit Magnet, Fliegengitter. So, und wenn ich die Fenster gezeigt habe, ist es schon wieder zurückgebaut. Ihr habt ein Soundsystem hier mit drin. Die Klimaanlage, was ist das für eine Klimaanlage? Das ist eine 24 Volt Klimaanlage, auch von Vitrifrigo. Die hat einen Vorteil, dass sie unheimlich flach aufbaut, nur 140 mm oben auf dem Dach. Und das ist schon 14 cm. 14 cm, sehr flach. Im Vergleich, die normalen Klimaanlagen sind so 20, 24 cm. Das ist ja mal ein Fenster hier, ein Dachfenster. Genau, ein Dachfenster. Das ist die Fotoplattform dann, oder? Das heißt, von hier aus kann ich ja draufsteigen. Der Zugang zur Terrasse natürlich auf dem Fahrerhaus. Man geht hier raus. Wir haben begehbare Solarpaneele. So, wenn du mal so lieb bist, die mal kurz mal aufmachst, dann kann ich mal rausfilmen, weil die begehbare, du hast begehbare Solarpaneele. Genau, begehbare Solarpaneele. Das ist das Aspekt der Sicherheit. Ja. Man kann oben dann schön laufen und auch alles sauber machen. So, ich gehe mal kurz, gucken, ob ich da irgendwie hochkomme. Ja, ich krieg das irgendwie hin. Das ist in meinem Alter. So, warte mal, ich gehe mal gerade hoch. So sieht es aus auf der einen Seite. Ich drehe mal gerade vorsichtig, ich sehe zwar jetzt gar nichts, aber du siehst auf dem Display, man sieht ein bisschen was? Das sieht man jetzt die Klimaanlage und die flachen Solarpaneele außenrum. Da kann man im Prinzip komplett drüber laufen und die Solarpaneele sauber machen und so kommt man auch aufs Fahrerhaus. Und man hat natürlich jetzt, wenn du dich mal gerade hochstellst, bitte, jetzt optimal, man kann die Kamera jetzt rausholen und hat hier einen Ausblick. Ja. Fotos machen, man hat immer eine wunderbare Rundumsicht. Man darf aber jetzt nicht einen Stuhl nehmen und ihn raufstellen, oder? Auf die Solarpaneele würde ich es jetzt nicht machen, aber ja. ich kann die Stühle natürlich mitnehmen und aufs Fahrerhausdach, da ist ein Riffelblech und kann mir da einen Stuhl hinsetzen. Ja. Okay. Ja, es war nämlich so, dass wir am Anfang dachten, du gehst mal bitte auf die Plattform im Fahrerhaus. Ach so, okay. Nee, das machst du bitte nicht. Schon cool, aber Denn das ist Weltreiseniveau, das heißt, da kann man abstürzen, das machen wir jetzt nicht. Aber die Leute, ich meine, die das natürlich machen, die haben vielleicht auch ein Notpack dabei, um die entsprechenden Brüche dann sofort zu behandeln. Ja, toll. Also ihr habt ein großes Publikum. Ihr seid schon sehr bekannt am Markt oder seid ihr neu? Ja, schon. Wir bauen im Prinzip schon seit 10 Jahren, gut 10 Jahren, seit dem ersten Fahrzeug und bauen 27 Fahrzeuge dieses Jahr. 27? Also 27. Und nächstes Jahr legen wir komplett diese Rhino-Serie mit auf. Da haben wir eine eigene Fertigungsstraße dafür gebaut. Das rollen nächstes Jahr 24 vom Band. 24? Genau. Das heißt, nächstes Jahr wollen wir so die Schallmauer, die 50 Fahrzeuge Schallmauer durchbrechen. Ja. Genau. So die meisten, also viele bauen hier nur 3 bis 5 Fahrzeuge oder so, sondern ihr baut viel mehr. Dadurch habt ihr natürlich viele Fahrzeuge draußen. Ihr kriegt ja viel Feedback wahrscheinlich von den Kunden, oder? Genau, wir haben sehr viele Kunden, ca. 10 an der Zahl, die permanent im Fahrzeug leben, schon seit 2, 3, 4 Jahren. Ne, also Vollzeitreisende und mit dem pflegen wir einen sehr engen Kontakt und optimieren die Fahrzeuge stetig. Und gerade mit dieser modulen Bauweise hat man natürlich auch Skalierungsmöglichkeiten der Qualität. Stark. Das heißt, ihr könnt das komplett austauschen, könnt das Modul im Prinzip auch mit einer ganz anderen Technik versehen. Das würde gehen, oder? Ja, wenn es funktioniert. nötig sein sollte. Wir haben natürlich schon vieles ausprobiert und sind jetzt im Prinzip stehen geblieben auf der Technik, die wir jetzt bauen. Und die ist wirklich ausgeklügelt. Schönes Fenster. Danke. So, hier oben hast du dann nochmal Fliegenverdunklung und Fliegenschutz. Das ist auch gut für die ganz kleinen Mücken. Nein, man kann natürlich ein anderes Netz noch einbauen, so ganz feines. Ne, dann ist natürlich der Durchsatz. Und
Manche Kunden gehen her und sagen, hier, ich will 2 Fenster mit ganz feinem Durchsatz. Ach so, dass wenn die- jetzt viele Fliegen sind und ich trotzdem Luft bekommen möchte. Es gibt nämlich ganz fiese, ganz kleine, habe ich jetzt in Italien gemerkt, die siehst du nicht. Das ist unvorstellbar. Also ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Und ich habe neue Stechmücken jetzt gesehen, die sind rot. Hast du sowas schon mal gesehen? Ganz kleine rot. Noch nicht. Die hat wahrscheinlich auch irgendjemand mitgebracht in irgendeiner Bananenkiste. Ja, die sind jetzt auch da. So, das Raumgefühl durch das Weiß mit dem Holz, unglaublich spacig, oder? Ja, ist schon clean und sauber und aufgeräumt. Wir versuchen ja die Fahrzeuge auch immer, sag ich mal, modern und sauber zu gestalten. Der Kunde kann sich natürlich immer später selbst kreieren mit Deko und sonstigen kleinen Sachen, Häkchen, Farbtupfer. Farbtupfer. Kann er irgendwas machen. Aber so wie es jetzt hier ist, das könnte auch eine Yacht sein. Dann habt ihr natürlich Oberflächen gewählt, die du in diesem Leben nicht mehr kaputt kriegst. Ja, die sind so hart, dass also eher wahrscheinlich das Material, was drauf fällt, kaputt geht, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt gehen wir mal kurz da, wo ich jetzt sitze. Da ist ja noch ein Block. Dann, das ist der Schlafplatz. Das ist jetzt eigentlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug, oder? Nein, es ist jetzt Für Family. für Family gedacht. Ja. Also im Prinzip 4 feste Schlafplätze plus 2 zum Umbauen. Vier feste. Ich überlege gerade, Stockbetten noch irgendwo? Ne? Vorne. Echt? Genau, im Kinderzimmer. Okay. Waren wir noch nicht. Ja, gleich. Aber vielleicht mal rechts, wenn du mir da mal diesen Block mal zeigst, der da unten drunter ist. Dann schiebe ich mal den Tisch zur Seite. Und du kommst noch kurz raus. Boah, das ist auch natürlich auch so eine, ich sag mal, Entwicklungskurve, die ihr mitgemacht habt. Ich nehme an, dass das Fahrzeug Nummer 0, das sah noch nicht so aus, oder? Ja, fast so. Fast. So, die Module, da muss ich mich dran gewöhnen. Das ist aber eine tolle Idee eigentlich. Das heißt, du hast in der Mitte Wasser, Genau, Wasser. Also Tanks rechts, oder? Wasserbereich. Hier ist der Tank. Mhm. Dann haben wir natürlich auch noch Staubraum. Wenn man jetzt nicht so oft Ja, aber braucht. ist jeder Zentimeter genutzt. Ich mag auch das Geräusch beim Schließen, wenn du die zumachst. Genau, das ist der eine Wassertank von beiden. Ja, wir haben hier eine Druckbetankung mit einer Drucküberwachung und Magnetventile, die entsprechend schließen, wenn der Tank voll ist. Genau, wir haben hier 2 Revisionsöffnungen, Perfekt. dass man es reinigen kann, und mit einer Gießkanne, wenn jetzt kein Druck ist und die Tauchpumpe kaputt sein sollte, kann ich die Tanks immer noch mit einer Gießkanne hier befüllen. Das heißt, es gibt keinen Überlauf oder sowas? Nee. Überlauf gibt es natürlich Gibt's auch, auch. aber wenn ich da jetzt mit 3 Bar reingehe, Okay. ne, und dann bläht Irgendwann sich ist der er Tank voll. immer noch Ordentlich weiter auf. auf, ja, und das vermeiden wir. Die sind natürlich auch für euch gebaut, oder? Die Tanks. Von uns gebaut, 10 mm POM, innen und außen verschweißt. Großes Sehr Kino. solide. Sehr schön. Danke, Wladimir. So, das große Kinderzimmer. Wir schauen uns das mal an. Ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich liebe ja Stockbetten. Ihr habt Stockbetten? Ja, in dem Fahrzeug ist es vorbereitet für ein zweites Bett unten. Wir haben jetzt oben hier ein Stockbett. Ach, wie süß. Das könnte auch ein Hundebett sein. Also 1,90 Meter mal 70. 1,90 Meter mal 70. Ja, genau. Und Kommt gar nicht so unten, groß wenn der vor. Schrank rauskommt, Ja. ist unten noch ein Stockbett möglich zu bauen. So. Ansonsten hier ein kleines Büro. Das Büro oder halt das Kinderzimmer. Hier kann das Kind auch spielen. Genau, und das Gute ist, man kann im Prinzip das hier anheben. Es bleibt stehen. Oh ja. Und da hast du den Platz dann hier, falls das Kind mal nicht mitfährt. Genau. Auch das Thema Hunde, kein Problem. Euch mal ansprechen. Genau. Ihr habt das realisiert Natürlich. schon? Hundeboxen? Ja, ja. Das ist so eine Rolle, okay. So, wenn Das du ist sehr mal. praktisch. Du darfst schon mal durchkrabbeln. Ach so. Denn wir werden gleich mal kurz ins Fahrerhaus gehen. Der Nassbereich, den zeigen wir auch gleich mal. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz und kann mal hier zeigen, das ist ein eigener Raum. Wenn jemand mal was arbeiten muss, das kann ja mal sein, der kann einfach zumachen. Genau, mach mal zu. Ha, die Tür. Bitte nochmal die Tür auf und zu machen. Genau, wenn die nochmal zumachst mit etwas Schwung. Ja, Wobei Das wir hier klingt- Magnetschnapper Ja. haben, ja, das schaut nicht so aus, da kann man nirgendwo hängen bleiben. Und wenn ich sie langsam zumache, hört man das auch kaum. ja. Die Magnetschnapper. Boah, das klang ebenso satt beim Schließen. Das heißt also, die Leute machen ja auch Türen zu, gucken, Ja. wie klingt das Ganze. Genau. Wir haben hier noch einen Apothekerauszug. Als Erweiterung für die Küche, für Gewürze oder sonstige Sachen.
So, ich zeige noch mal ganz kurz hier diese Sitzgruppe. Sieht jetzt natürlich nicht so schön aus, weil das Polster hier dran ist. Das ist magnetisch oder per Klett? Ja, die Polster sind eigentlich von der Sitzgruppe da vorne. Das ist eine Umbaumöglichkeit. Die habt ihr jetzt hier für genutzt? hier, genau, die haben wir jetzt hier nur hingelegt, weil die fehlen. Okay, das heißt, die werden noch angefertigt. Das kommt. Fahrzeug ist noch nicht ganz fertig, muss man sagen, oder? Das ist jetzt frisch raus. Das fährt jetzt nach der Messe wieder zu uns. Und in einer Woche ist dann die Übergabe. Ich mag das aber, dass hier so ein kleiner Raum ist. Ja? Du hast hier USB, ich kann komplett drin sitzen. Ich bin 1,83 Meter. Du kannst ja deine Notebook-Arbeit machen. Du hast deine Ruhe. Ja, man kann hier einen Monitor oder einen TV hinhängen an die Wand. Ja, zusätzlicher Anschluss. Angebaut, ja. Oder halt einen Rechner festmachen. Und dann hier diese Fenster. Das heißt, diesen Schlag fest, man kommt so nicht durch, so einfach. Ja, so einfach nicht durch. So einfach nicht. Ne? Was müsste es hier so kleine, kommt eh keiner durch. Das ist so. Aber auch Wunsch da ist auch, was der Kunde möchte. Nein, also nicht unbedingt. Also wir gehen bis 1,20 Meter maximal an Fenstergröße. Ganz einfach, weil das noch vertretbar ist. Das ist jetzt nicht so wie beim großen Reisemobil. So ein Fenster ist natürlich auch Einbruchgefahr und Hitzeeinstrahlung und Kälteeinstrahlung und. Ja, man versucht so klein wie möglich die Fenster zu gestalten und man lebt ja draußen in der Natur beim Reisen. So, hier oben ist noch ein kleines Hebekippfenster, natürlich auch mit der gleichen Qualität. Auch da muss man natürlich das ein bisschen anders fertigen als ein Seitenfenster. Es sieht original aus wie bei einer Yacht. So auch die Beschläge, so ein Edelstahl, das schafft Vertrauen, ne? Genau. Genau. So, wenn du mal so lieb bist, die Tür mal aufmachst, die geht komplett auf, oder? Ja. 90 Grad, warte mal, ich komme mal raus. Wir gucken, dass ich mich mal da reinfalte. Und ja, es ist ja mal eine große Dusche. Wenn du mal gerade reingehst, du hast Strümpfe an, passt. Hast du blaue Strümpfe? Ja. Das passt ja zur Marine. Und man hat echt viel Platz. Die Dusche ist wirklich riesig. Ne? Ich bin auch nicht ganz klein, aber ich habe hier jetzt eine Richtung Platz. Ich habe hier noch einen Handtuchheizkörper und in der Ecke jetzt die Dusche. Es ist original wie zu Hause. Ja. Dann auch hier Rolltüren. Die funktionieren rein mechanisch, ohne irgendwelche Federaufspanner oder sonst was. Da kann überhaupt nichts kaputt gehen und die halten von alleine unten. Kleines Waschbecken. Das sieht ja süß aus hier mit dem Auslaster. Massig Platz. Und auch noch ein kleiner Stauraum. Stauraum. Und hier unten hast du nochmal das gleiche in grün. Und dann, ich nehme an, dass die Toilette sitzt direkt über dem Tank, oder? Nein, der Tank ist in dem Fall im Zwischenrahmen verbaut. Grauwasser und Abwasser, Grauwasser und Abwasser, Schwarzwassertank im Zwischenrahmen. Ist eine Zahaka-Toilette mit einer Zahaka-Förderpumpe. Gut, die kommt ja aus dem Schiffsbau. Das heißt, auch die funktioniert. Den Ehering dann rauslassen. Guck mal gerade. War es aber auch schön gemacht hier oben mit dem Abstandshaltern. Die entsprechende Verbindung ist wahrscheinlich gegen Null, oder bei dem Auto? Ja, die ganzen Möbel sind innen verklebt. Ne? Wir haben quasi eine Monocoque-Bauweise, dass der Aufbau in sich verbindungssteif ist. Das wird Monocoque. Ja. Das heißt, also das, was man kennt, GFK, da passiert nichts. Das da heißt, passiert nichts, ja, da gibt es auch keine Risse etc. Das ist erprobt und in Verbindung mit dem Hilfsrahmen. Ihr habt einen Hilfsrahmen? Genau. Okay, das heißt, die Last vom Fahrgestell ist gar nicht auf dem, auf dem Aufbau. Genau. Gut, natürlich habt ihr einen Hilfsrahmen, ist ja klar. Wie soll es anders sein? Aber auch hier, guck mal hier, wie schön das ist hier mit den Klavierbändern, die da sind, in Edelstahl. GFK-Wände, GFK? alles laminiert und lackiert innen. Da kann nichts passieren. Das heißt, du kannst duschen ohne jegliche... Duschen und der Vorteil beim GFK innen lackiert, du kannst auch immer abwischen. Wenn wir fahren, wo du fährst, hast du immer mal Staub drin oder mal eine Mücke, die du kaputt... Schimmelt nichts. Ja, das heißt. Schimmelt nichts und das ist freundlich fürs Saubermachen. Schön. So, wenn du mal kurz rauskommst, dann gehen wir mal ins Fahrerhaus. Denn das ist natürlich auch so, der Chauffeur, ist es noch nicht ganz fertig? Nein. Das passiert mir übrigens auch laufend, dass die Madenschrauben nicht zugezogen sind. Genau, ja. hat sich gelöst. Schöner Vorführeffekt. So, und dann hast du eine recht große Zwischentür, die natürlich ordentlich auch verschließbar ist mit einem richtigen Sicherheitsschloss drauf, aber da kann der Kunde reinmachen, was er will. Verriegelung. Ja. Weil das ist ja die Schwachstelle, das ist das Fahrerhaus. So ist dann verriegelt und hier kann ich noch abschließen. Da kommst du nicht rein. Das ist nur Eingangstürqualität, da kommt man nicht rein. Ja, mit der Flex. In einer Stunde. Kettensäge oder Kettensäge. Ja gut, das macht ja auch keiner. So, der
Ja, Shenandoah, guck mal bitte. Hast du deinen Fahrerplatz schon gefunden? So, hier ist noch ein Bett oder zwei? Eins. Eins. Das heißt, also ihr könnt auch mal einer schlafen, wenn eine kleine Streit ist, kann die Frau ihren Mann ausstoßen. Kann das machen. Wir gehen mal kurz durch. Man kann das Fahrerhaus ja ganz normal abkippen. Ja, hier ein Scheinverschluss am Faltenbalg. Ein Faltenbalg. Ja, ist richtig toll. Und auch dich würde ich mal bitten, dass du mal gerade zu uns kommst. Dann kannst du uns mal ein paar Sachen erklären hier zu dem Fahrzeug. Ich nehme an, es gibt hier 4 Sperren. Ja, in der Tat. Du selbst fährst selber? Hast Ja. einen C? Genau, habe ich. Sehr schön. Das heißt, du fährst ja die Fahrzeuge wahrscheinlich auch Probe, wie fahren die und so weiter. Genau, das machen wir natürlich. Das Geräuschniveau, man merkt das hier, das ist ganz weich hier. Ja, das heißt ist eine- Dämmung. Genau, ganz viel Dämmung. Natürlich ist es ein LKW, ist es ein großer Motor, man hört es. Das ist jetzt nicht so wie ein PKW oder ein Tesla, den man kaum hört. Ja, Ja, aber es ist jetzt kein uralter Unimog vom genau, Niveau, oder? Darum geht es, ja. Das ist, hat jetzt kein Militärfieber, ne, vom Fahren her. Das ist also auch Genau, das Schalten, Automatikgetriebe, Automatik. Retarder, alles was man so will und möchte. So, dann elektrische Parkbremse, das ist alles Standard. Und da sind die Sperren. Genau, da sind die Sperren. Geht immer los mit einer Mitteldifferentialsperre, dann Mitteldifferentialsperre plus Hecksperre und also beide Hecksperren und dann die Vordersperre zum Schluss. Auch da könnte es mal passieren, dass die mal entsprechend haken. Kann immer passieren, ne? Ja, Dann dein Trick, wie ist der? dass die Haken nur vor und zurückfahren. Genau, so vor und zurückfahren. Vor und Das war's. zurückfahren, ja. Großes Fahrerhaus. Der Name hier von dem Fahrerhaus, wie ist das? Das ist der, ich glaube, das Classic Space. Ja. Aber am Classic Arox Space, Ja, genau. es gibt, glaube ich, nur ein Arox-Fahrerhaus, der in der Größe möglich ist. Ja. So, auch die Höhe hier oben. Kommst du dann wahrscheinlich hier durch aufs Dach? Also hier Oder wie? nicht, nein, das ist nur ein Hebedach. Von drüben. Ihr habt oben eine Dachterrasse drauf, auf dem Fahrerhaus. Ja, Fahrerhaus. Boah, ist das schön. Das heißt, du musst eigentlich hier gar nicht so viel arbeiten. Du hast eine Automatik mit drin, du hast ein M-Box-System, du hast einen voll digitalen Tacho hier mit drin. Genau. Du hast die neuen Spiegel mit drin, die voll elektronischen, zusätzlich noch Bugspiegel. Das hat sich ja bewährt. Und hier haben wir auch noch eine 360-Grad-View-Kamera verbaut, dass man über eine Vogelperspektive beim Rangieren Die Seiten auch sieht, genau ja. Seiten. Das ist gerade, also ich sehe ab und zu mal so Straßen, da würde ich ja mit so einem Auto nicht langfahren, weil rechts irgendwie geht so 1000 Meter runter. Aber das reizt die Leute, oder? Die Genau. wollen da. Das stimmt. Eine Seilwinde, macht die hier Sinn bei so einem Auto? Nur wenn man andere Leute rausziehen möchte, weil so richtig muss man erstmal einen Gegenstand finden, wo man sich dran häkeln kann. Das heißt, der Baum, der würde wahrscheinlich rausgerissen Den reiß werden. mal raus. Ja. Ja, das Problem ist ja, wenn du jetzt irgendwo stecken bleibst, dann machst du so eine Seilwinde und da kannst du dein Fahrzeug mit der Seilwinde rausziehen. Da gibt es auch einiges zu beachten, haben wir mal ein Video zugedreht. Ja, aber hier, das ist so schwer. Man sagt ja immer, der Gegenstand muss doppelt so schwer sein wie dein eigenes Fahrzeug, um Ja. einigermaßen überhaupt Halt zu bekommen. So was ist sonst noch zu sagen, gar nichts, oder? Das heißt, es gibt das Fahrerhaus auch mit 3 Sitzplätzen optional, oder? Ja, also hier gibt es auch noch Möglichkeit, Mittelsitz ab Werk zu bestellen. Das ist jetzt hier so ein Tisch, Klapptisch. Ist auch noch, ne? Genau, der geht. Ah, wie im Flugzeug. Ja, das muss hier noch mal raus. Und jetzt kannst du das Essen, Trinken. So, und ihr baut jetzt in der Größe wie viel im Jahr? Also von den normalen Serienfahrzeugen ab 4,60 Meter bis 7,10 Meter, sag ich mal, bauen wir 27 Fahrzeuge im Jahr. Hut ab. Ja, da muss man auch die Kunden dafür haben. Das heißt, ihr habt Weltruhm, die Fahrzeuge sehen gut aus. Ja. Ach, ein CB-Funkgerät, guck mal hier. Das gibt es ja mittlerweile auch jetzt in der Version VHF, habe ich gehört, also in Amerika. Die fahren wahrscheinlich nicht so oft in Amerika, also wahrscheinlich hier Europa, Asien auch. Auch schon, also die Panamerikaner wird gern gefahren. Also wir haben jetzt natürlich ein aktuell, glaub ich, Hingucker. 3 Kunden, die aktuell jetzt in Süd- und Nordamerika unterwegs sind. Weil die Fahrzeuge gibt es ja in der Form nicht in Amerika, in Arox. Das Und dann funktioniert nur mit einer Verschiffung. ja, die Verschiffung und dann bist du der Star, wenn du mit Mercedes-Benz Arox Genau. die Panamerika fährst Ja. und dann kriegen die riesen Augen, oder? Genau, das ist schon schön. Das Tränen in den Augen. Die Panamerikaner.
Ja, vielen, vielen Dank. Dein Name nochmal, der komplette? Knorr Vitali. Knorr Vitali. Genau. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Du bist ja schon wie lange dabei beim Team? Circa 3 Jahre bin ich jetzt mit dabei im Team. Ja. So, ihr bleibt mal hier. Ich gehe mal raus. Dann filme ich noch einmal komplett durch, dass die Leute das Ganze... Ihr müsst mich jetzt mal sehen, wie ich mich hier rausfalte, aber ich kriege das hin. Das ist übrigens der Faltenbalg, der da ist. Fahrerhaus kann ganz normal abgesenkt werden, oder? Ja, wir haben hier auf jeder Seite 3 Schnellverschlüsse und genau, wenn man die löst, kann man das Fahrerhaus kippen. Wie gehabt. Und hier sieht man auch nochmal, also durch die Tür braucht ihr bitte nicht einzubrechen, das macht keinen Sinn. Geht durch die Fenster oder durch irgendwas durch. Also das Ist aber auch nicht unbedingt leichter. Ist auch nicht leichter. Ist auch nicht leichter. Das heißt, die meisten, also ich sag mal so Fernreisen, da sagt man immer so, das ist gefährlich und so, aber ihr habt da wenig Probleme, oder? Nein, also die meisten, ich nenne es mal Gauner, können mit solchen Fahrzeugen wenig anfangen. Ja. Die wissen nicht wo, wie, was, warum und haben eher Scheu davor. Sehr schön. So, also, das ist übrigens dieser Büroraum. Oben drüber ist das Stockbett, was da ist. Länge Stockbett 1,90 Meter? 1,90 Meter könnte also auch ein Erwachsener, der ein bisschen kleiner ist, drin schlafen. So, dann hat man ordentliche Türen mit dabei. Hier ist ein Schränkchen. Ich gehe mal kurz durch. Jetzt sieht man also bis hinten hin. Das heißt, man hat eine komplett offene Blickachse. Nicht verbaut durch irgendwas. Das schafft natürlich richtig viel Raum. Dann auf der Fahrerhausseite dann das große Bad mit Riesendusche. Stehhöhe auch hier wieder 2 Meter, Wände aus GFK. Hier vorne hast du ein kleines Fenster mit drin, natürlich ein Lüfter mit drin von Maxfan. Hier noch ein Schränkchen, 2 große feuerwehrartige Schränke. Und hier auf der rechten Seite dein Herd, Kleiderschränke, Küche, linke Seite, Sitzgruppe, die jetzt im Moment auseinandergebaut ist, wegen den Tanks und dann das ganz große Bett. Vitali, wenn ich jetzt Interesse habe, ich kann anrufen, ich kann einen Termin machen. Die Fahrzeuge stehen wo eigentlich? In Österreich in Schladming, also circa aus Schladming. Deutschland kommend, Stunde nach Salzburg, im berühmten Skigebiet. Ja, dort haben wir unser Hauptquartier, die Endmontage und immer 3, 4, 5 Fahrzeuge. Vor Ort. Ich komme mal vorbei. Sehr gerne. Schau mir das Ganze mal an. Ihr seid ja wirklich vollkommen offen, das heißt, die Kunden kommen ja auch vorbei. Das sind oft erfahrene Leute oder habt ihr schon mal Quereinsteiger? Haben schon Quereinsteiger. Ne? In letzter Zeit jetzt viel aus dem normalen Reisemobilbereich. Ne? Die fahren dann wieder am Campingplatz, oder? Nein, die wollen davon weg. Ja. Die fahren schon jahrelang auf dem Campingplatz und das wird bekanntlich ja immer enger, ne? Durch den Boom. Und die Leute steigen einfach um und zu sagen, ich will freier sein in meinen Zielen und immer autark sein. Und da kommen sie zu uns. Ja. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Eure Firma heißt wie ganz genau? Krug Expedition GmbH. Okay. Genau. So, der Rest auf der Webseite. Ansonsten danke für das Schauen. Und jetzt gucken wir uns noch ein Auto an. So viel Zeit haben wir noch. Den 7,5 Tonner hast. Genau, Denn das ist eine Sensation. Bis gleich. Danke. Tschüss. Und tschüss, Shenandoah. Auch wieder krass, oder? Sowas von bombastisch. Made in der Ukraine, finished in Austria und steht jetzt auf dem Caravan-Salon den 60. Und das ist übrigens, wo wir schon mal die Möglichkeit haben, oben drauf zu gucken, absoluter Leichtbau, 7,5 Tonnen, um die 300.000 Euro mit einem Mercedes-Benz Artego drauf, 4x4. Klasse Auto. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.